Es wurden dann letztendlich schon viele Allergien diagnostiziert. Also ich weiß gar nicht mehr was alles, aber es war letztendlich viel mehr, als ich eigentlich nicht vertragen habe. Also ich habe dann wirklich auch, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich sollte auf jeden Fall auf viel verzichten und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, also es macht irgendwie gar keinen Sinn. Herzlich willkommen, Lucy, zu diesem Gespräch. Ich hoffe eigentlich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Wie spricht man ihn aus? Luzi. Luzi Ja. mit Z. Ja, ist ein bisschen irreführend. So schön, dass du heute da bist und ja, uns deine Gesundungsgeschichte erzählst. Wir zwei kennen uns ja aus der Ausbildung mit Dania Schumann. Wir haben nämlich beide den ganzheitlichen Ernährungscoach gemacht und da trifft man auf so tolle Menschen wie dich. Möchtest du auch noch kurz was erzählen, von wo du kommst und was du machst und vielleicht wie alt du bist? Gerne, ja. Also erstmal hallo Priscilla, ich freue mich richtig, hier zu sein, freue mich auf das Gespräch und genau, also mein Name ist Luzi. Ich komme ursprünglich aus der Gegend von München, habe da auch jetzt die letzten 4 Jahre gewohnt. Jetzt gerade zwischenzeitlich bin ich in Wien für ein halbes Jahr. Und genau, ich bin 25 Jahre alt und genau, habe eben mit dir zusammen die Ausbildung zum Ayurveda Ernährungscoach gemacht. Davor schon eine Yoga-Ausbildung. Und ganz ursprünglich habe ich eigentlich Dekorateurin gelernt, also Schaufenstergestaltung. Genau, das ist so, was ich mache. Und ich habe mich jetzt eben im letzten Jahr mit dem ganzen, also Ayurveda, Yoga, selbstständig gemacht und vor allem auf das Thema ganzheitliche Hautgesundheit eben spezialisiert. Genau, Und, ja. ja. Ja, und dieses Thema hatte ich ja nicht einfach so gefunden, die Hautgesundheit, sondern das ist tatsächlich das, was du erlebt hast und wo wir heute auch gleich eintauchen werden in deinen Gesundheitsweg. Und ich finde das so spannend bei dir. Du bist ja auch auf Instagram und erzählst da immer wieder. Und wie du das wirklich so ganzheitlich betrachtest, also nicht nur Haut, sondern wirklich Körper, Geist und Seele. Und du verbindest das so schön. Ich freue mich total auf dieses Gespräch jetzt. Und ja, dann vielleicht erzählst du mal, wie alles angefangen hat, wo du gemerkt hast, oh, irgendwas stimmt nicht. Ja, voll gerne. Genau. Also wie du gesagt hast, ich habe im Prinzip schon mein ganzes Leben mit Neurodermitis zu tun gehabt. Also nicht nur Neurodermitis, es sind so Begleiterscheinungen, die dann auch noch mitkommen, aber da kann ich später nochmal drauf eingehen. Aber im Grunde genommen, ich bin mit Neurodermitis auf die Welt gekommen sozusagen. Also es hat mit einem halben Jahr angefangen. Genau, als Baby einfach. Und das hat sich dann auch so durchgezogen tatsächlich. In der Kindheit, in der Jugend, also vor allem bei mir wurde es besonders schlimm dann in der Pubertät. Also so, ich sag mal ja, schon so von 11 tatsächlich weg bis 16 war, glaube ich, so die schlimmste Phase oder 15, ja. Und es kam dann aber auch relativ früh, also ich glaube mit 4 Jahren dann schon so leichtes Asthma auch dazu zum Beispiel und allgemein schon auch viele Allergien, Unverträglichkeiten und allgemein einfach echt ein schwaches Immunsystem. Also ich war wirklich bis vor ein paar Jahren, war ich wirklich regelmäßig einfach krank, also nicht arg schlimm, aber ich hatte ganz oft Fieber, war erkältet. Also ich habe mir halt super schnell einfach eine Infektion reingeholt so und ja, war da, würde ich sagen, einfach nicht so stabil von meiner Konstitution. Und so hat es im Grunde angefangen. Und ich habe natürlich viel ausprobiert, so wie jeder in dem Bereich. Also ich habe wirklich natürlich das Klassische ganz am Anfang sowieso ganz viele Hautärzte besucht, verschiedene Cremes auch getestet, zeitweise auch Cortison, wobei das eigentlich bei mir nie so schlimm war, weil ich schon immer darauf verzichten wollte eigentlich. Ich habe das wirklich nur genommen, wenn es ganz schlimm war. Und dann aber tatsächlich auch ziemlich schnell, also ich weiß gar nicht, ich war da glaube ich auch insgesamt 6 Jahre in Behandlung, also in einer homöopathischen Behandlung. Weil tatsächlich auch meine Eltern immer sehr dahinter waren, dass wir wirklich auch alternative Dinge ausprobieren. Und die Homöopathie war tatsächlich das allererste, was wirklich mal ein bisschen eine Besserung gebracht hat. Also wo es jetzt wirklich, weil ich hatte das damals ganz, ganz schlimm um den Mund herum.
Also Ja. an den klassischen Stellen, Ellenbogen und Kniebeugen, Mhm. aber dann eben um den Mund und um die Augen, also wirklich so im Gesicht, wo du es halt in dem Alter auch überhaupt nicht haben willst. Mhm. Genau, und das war tatsächlich das Erste, wo das erste Mal verschwunden ist. Ja. Genau. Also war nicht ganz verschwunden, aber auf jeden Fall viel besser geworden. Mhm. Genau. Und Und weißt das du war noch, dann was aber, gemacht wurde? bitte? Weißt du noch, was gemacht wurde? Ja, also ich habe da immer hochdosierte Globuli bekommen. Was genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Es war auch immer mal was anderes. Also er hat da so ein bisschen durchgemischt und das war quasi immer für 3 Monate ungefähr. Also es wurde dann immer für 3 Monate eigentlich relativ gut. Also es war nie ganz weg, aber es wurde, nachdem ich das genommen habe, auf jeden Fall immer schon mal besser. Aber dann musste man es halt wieder auffrischen. Also es kam halt immer wieder. Und es ist halt einfach nicht verschwunden. Aber das war schon mal eine Besserung auf jeden Fall. Genau. So viel bis dahin. Wow. Und dann ist es soll ich gleich weiter erzählen, wie es Ja, weitergegangen gerne. ist? Ja. Ja. Genau, dann war es im Endeffekt so, ich bin dann zu dem Zeit auch von zu Hause ausgezogen, eben nach München. Wie alt warst du Und da? da war ich glaube ich 19, Ja. genau, bin ich ausgezogen und da hat sich natürlich auch einiges umgestellt. Also da musste ich natürlich dann für mich selber kochen, musste mich mit anderen Dingen auseinandersetzen und so weiter, was da eben alles mitkommt. Und das war eigentlich richtig gut, weil ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, ich habe diese ganzen Umstellungen gar nicht primär unbedingt wegen der Haut gemacht, weil ich das schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte es halt mein ganzes Leben und ich habe das auch irgendwie so angenommen gehabt. Also da habe das eigentlich schon nicht abgeschrieben, würde ich gar nicht sagen. Also ich habe schon immer auch versucht, da immer noch was zu machen und habe mir natürlich eine Besserung gewünscht, aber das Ganze, also ich habe eben mit einer Ernährungsumstellung dann angefangen, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Also wirklich auch ein paar Monate irgendwie vegan zu kochen und sich wirklich nur pflanzenbasiert zu ernähren. Das war auch ein bisschen, weil meine Freundinnen zu der Zeit, die ich kennengelernt habe, da auch sich für die Themen auch interessiert haben und es war einfach richtig cool, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich eben gemerkt, das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, meine Haut wird wirklich besser. Ernährung scheint ein großes Thema zu sein. Bis zu dem Zeitpunkt hat mir noch nie davor jemand geraten, schau mal auf deine Ernährung. Finde Das ich ist verrückt, gell? Ja. ja, immer noch sehr verrückt, wirklich so rückblickend, denke ich mir echt, es ist wirklich krass, dass niemand gesagt hat, hey, guck mal, lass mal die und die. Wir waren tatsächlich, doch, ich habe hin und wieder mal so Lebensmittel testen lassen oder irgendwie Unverträglichkeiten. Ne? Genau, das macht man immer auch, gell? Was kam denn da raus? Ja, das war ganz spannend, weil es wurden dann letztendlich schon viele Allergien diagnostiziert. Also ich weiß gar nicht mehr was alles, aber es war letztendlich viel mehr, als ich eigentlich nicht vertragen habe. Also ich habe dann wirklich auch, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich sollte auf jeden Fall auf viel verzichten und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, also es macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich vertrage eigentlich die Hälfte gut. Das Einzige, was ich wirklich nicht vertragen habe, waren wirklich Tomaten. Da habe ich extrem, also auf so saure Sachen habe ich extrem reagiert, weil das eben hier auch am Mund war. Und Milchprodukte, das war schon immer nicht der Hit, sage ich mal. Und pure Weizenprodukte. Was war das für ein Test, den du gemacht hattest, wo ganz viele Lebensmittel dann rauskamen? Wenn ich das noch wüsste, wirklich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich kann mich nur an einen auch erinnern, wo ich wirklich so Lebensmittel in die Hand genommen habe. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und dann wird halt getestet, ob ich quasi einen Widerstand habe oder nicht. Also es war auch eher so energetisch, sage ich mal. Das ist von der Genau. Kinesiologie, ja, genau. Ja, das andere, ich hatte einen gemacht, ich glaube, das heißt dieser IgG-Test. Und da kamen so viele Lebensmittel raus. Und weil ich aber solche Magen-Darm-Probleme hatte und einfach endlich beschwerdefrei werden wollte, habe ich über einen großen Zeitraum wirklich viele gesunde Sachen nicht gegessen und bin eigentlich so in eine Essgestörtheit reingekommen, aus Angst davor, dass ich eben wieder Schmerzen habe in meinem Verdauungssystem. Und ich finde das jetzt im Nachhinein betrachtet so gefährlich, dass man da dann einfach auf einmal auf viele Dinge verzichtet. So. Ja.
unbegleitet. Aber das war damals so und der hat auch richtig viel gekostet, der Test. Und im Nachhinein hatte mal ein Arzt zu mir gesagt, ja super, Frau Bucher, da haben Sie jetzt die Villa des Arztes am Kummersee mitfinanziert. Ich so, ja, super. Aber das sind halt die Dinge, die man ausprobiert. Ja, voll. Und das ist auch was ich echt so oft höre, wo ich mir immer denke, das kann irgendwie nicht ganz der richtige Weg sein, wenn Leute zu mir kommen und dann wirklich Angst vor der Ernährung haben ein bisschen, weil sie wirklich Angst vor den Reaktionen haben. Letztens auch mit einer im Kontakt gewesen, die irgendwie nur noch eine Handvoll Lebensmittel isst. Ja, genau. Die soll ein halbes Jahr nur noch 5 Lebensmittel gefühlt essen. Finde ich halt irgendwie krass. Also ist bestimmt für eine Zeit lang hilfreich, auf gewisse Dinge zu verzichten. Mir hat es eben auch gut getan, alles, was so sehr sauer, sehr scharf in die Richtung geht, einfach zu eliminieren und Milchprodukte und diese Geschichten. Ja. Genau. Ja, ja. Da muss man ein bisschen und es ist so selbstverständlich, dass man immer weniger isst, weil man leidet ja nicht freiwillig als Mensch. Also wenn man so merkt, wenn ich das esse, geht es mir schlechter, dann lasse ich es einfach weg. Aber das ist ja nicht die Ursache, es ist nur ein Symptom, das ausgelöst wird. Aber da wird einem halt einfach meistens nicht geholfen oder die Zeit nicht da, wirklich zu schauen, was ist jetzt die Ursache, warum entstehen diese Reaktionen. Genau, das ist jetzt die Ursachenforschung, wirklich mal zu gucken. Es ist halt selten irgendwas von außen, also irgendein Lebensmittel oder irgendeine Reaktion auf einen äußeren Umstand, sage ich jetzt mal. Also es kommt schon meistens wirklich von innen heraus, gerade bei der Haut. Ja, genau. Das heißt, du hast dann von alleine auch beeinflusst von deinem Freundeskreis dich angefangen, anders zu ernähren. Und was war dann deine Erfahrung? Und was heißt anders ernähren? Wie sah denn das aus zu dieser Zeit? Genau, also wie gesagt, ich habe mich da eigentlich ich habe halt super gerne gekocht, also mir hat das echt Spaß gemacht und habe dann eben, die größte Umstellung war eigentlich, dass es überwiegend wirklich erstmal vegetarisch und dann wirklich pflanzenbasiert auch war. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, irgendwie meine Haut wird schon mal besser. Also so leichte Veränderungen, das ist schon mal ganz gut. Und irgendwie hatte ich auch viel mehr Energie als sonst. Also ich habe mich wirklich einfach gut gefühlt. Aber es war jetzt auch rückblickend wirklich, also wahrscheinlich einfach nicht konstitutionsgerecht. Also ich habe zwar viel einfach pflanzenbasiert gegessen, aber da kann man ja immer noch viel machen, wie ich jetzt weiß, mit dem ayurvedischen Wissen. Und das war dann auch das, was so Stück für Stück dann eben dazu kam. Ich habe dann eben auch, bin irgendwie aufs Yoga gekommen, habe das so für mich tatsächlich zu Hause einfach mit YouTube-Videos angefangen, mit Maddie Morrison, ganz klassisch. Fand das irgendwie cool, mir hat das irgendwie richtig gut getan. Es war mal auch ein Sport oder eine Bewegung, die mir halt richtig Spaß gemacht hat, die man auch einfach von zu Hause machen konnte. Und dann habe ich angefangen, auch ins Yoga-Studio zu gehen und das so ein bisschen zu vertiefen, sage ich mal. Und habe da so ein bisschen Blut geleckt, weil es hat mir echt richtig Spaß gemacht. Und dann, unweigerlich, kommt dann natürlich auch irgendwie Ayurveda dazu. Und ich habe wirklich diese Themen, ich weiß das noch, auch während meiner Deko-Ausbildung quasi, habe ich die Podcasts über Ayurveda verschlungen. Wirklich eine Folge nach der anderen reingezogen, habe das alles irgendwie, habe mir auch Bücher gekauft und so. Es hat mich echt richtig gecatcht und richtig begeistert. Genau, und dann war ich irgendwann an einem Punkt, da war dann die Ausbildung auch zu Ende und ich habe irgendwie so ein bisschen so einen Cut gebraucht, weil ich irgendwie gemerkt habe, nee, das ist einfach nicht der Bereich, wo ich sein will, wo ich arbeiten will. Ich brauche irgendwas anderes. Und dann habe ich mir tatsächlich die Yoga-Ausbildung in Indien gebucht und habe das ziemlich im Anschluss dann daran gemacht. Und da hat so für mich eigentlich alles Weitere so angefangen. Ja. Wow, schön. Und wie war's? Wie sah das mit dem Ausschlag aus zu der Zeit um deinen Mund herum und Ellbogen und Knie? Also es war viel leichter auf jeden Fall als vor ein paar Jahren, also als ich in der Pubertät war. Aber es war immer noch da. Also ich hatte eigentlich immer eingerissene Mundwinkel, das war immer irgendwie trocken oder gerötet, auch um die Augen. Immer noch dieses rote, trockene war eigentlich immer da. Und auch die
Krankheiten, also ich war schon immer noch regelmäßig auf jeden Fall krank. Aber es wurde alles schon so ein bisschen abgeschwächt. Es wurde schon alles ein bisschen leichter auf jeden Fall. Genau, ich hatte dann auch eine ganz schlimme, wann war das denn? Das war noch viel früher, genau noch bevor ich die Ausbildung angefangen habe, auch eine ganz, ganz schlimme Herpesinfektion. Also immer, wenn ich mir irgendwas geholt habe, immer gleich so richtig. Also es war wirklich, das war nicht einfach nur ein Herpes, das war wirklich der ganze Mund, alles war voll irgendwie. Und ich fand es immer so krass, weil in meinem Umfeld die Leute waren immer so, oh, wenn du irgendwas hast, dann ist es gleich so schlimm immer. Und ja, das waren einfach so ein paar Dinge, die halt dann immer noch da waren auf jeden Fall, aber man hat schon gemerkt, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen leichter. Ja. Und wann war so der größte Aha-Moment, wo du gesagt hast, ach, diese Konstitution habe ich im Ayurveda und deswegen reagiere ich mit der Haut so? Erzähl das mal. Also das ging tatsächlich, also ich habe ja dann die Yoga-Ausbildung gemacht, habe da das hat mir richtig gut getan, weil das ganze Klima da auch richtig gut war und ich einfach mal so runterfahren konnte, den ganzen Tag Yoga gemacht und das war schon mal, da war meine Haut auch super. Das war auch spannend auf all meinen Reisen, also ich habe da in der Zwischenzeit auch ein paar Reisen gemacht, ist meine Haut immer besser geworden. Also fand ich auch spannend, weil da zum Beispiel die Ernährung auch nie perfekt war oder nie sehr gesund, sage ich jetzt mal. Aber die Haut wurde trotzdem immer besser. Genau, und das andere, genau, dann habe ich mich eben für die Ayurveda-Ausbildung auch im Anschluss dann entschieden. Und da hat es eigentlich ständig Klick gemacht, ehrlich gesagt. Durchgehend in der ganzen Ausbildung. Am Anfang war das natürlich alles viel. Da konnte man, also ich konnte mich selber noch nicht so ganz einordnen irgendwie, musste erstmal das ganze Wissen so verarbeiten. Aber wo es dann wirklich ein großer Aha-Moment war tatsächlich, wo ich auch eine Beratung mit der Dania selber hatte. Also ich habe mir einmal eine Beratung mit ihr gebucht und das war super spannend. Also da habe ich auch wirklich verstanden, okay, irgendwie habe ich viel Pitta, sage ich jetzt mal, auf körperlicher Ebene, aber dafür mehr Vata wirklich also auf geistiger, auf mentaler Ebene, dass es auch wirklich diese unterschiedlichen Ebenen überhaupt gibt, auch zu verstehen. Genau, und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich so verstanden habe, okay, ich habe irgendwie beides recht ausgeglichen, würde ich mal sagen. Und ja, dann habe ich eben auch mit ihrer Hilfe quasi ein paar Dinge dann auch noch mal umgestellt. Also ich habe auch Triphala zum Beispiel genommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe irgendwie richtig viel nochmal ausgeleitet. Also ich habe zu der Zeit auch Wie hast du es genommen? Du kannst gerne ins Detail gehen. Triphala meinst du? Das habe ich glaube, für einen Monat oder 1,5 Monate jeden Morgen einen Teelöffel einfach in warmem Wasser aufgelöst getrunken. Hat furchtbar geschmeckt. Das finde ich beim Triphala auch so spannend irgendwie, dass es ja wirklich auch seinen Geschmack verändert mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob du es auch schon mal genommen hast, aber... Nee, ich habe es noch nicht genommen, aber ich finde es mega spannend, wie die Konstitution ist, desto anders reagieren die Geschmacksknospen darauf. Ja, super voll. spannend, oder? Genau, ja. Und ich weiß auch noch, am Anfang hat es wirklich, ich habe es kaum runtergekriegt und dann mit der Zeit wurde es aber auch immer milder. Also es hat sich Wie so beim Selleriesaft. Ja, genau. Also das ist echt spannend zu sehen irgendwie, weil sich der Körper da, glaube ich, einfach das nimmt, was er braucht. Und wenn dann wieder ein bisschen Balance herrscht, dann wird der Geschmack irgendwie auch milder. Genau, und da hatte ich irgendwie dadurch ziemlich viel auch nochmal ausgeleitet. Also ich habe da zu der Zeit echt auch irgendwie nochmal ziemlich abgenommen. Also ich bin eigentlich immer vom Gewicht ziemlich gleich, aber da war ich irgendwie dann nochmal ein bisschen dünner. Aber es war irgendwie so, ja, jetzt geht nochmal viel raus irgendwie. Und dann zu der Zeit war das auch immer noch, dass ich immer noch trockene Stellen hatte. Ja. Und dann wurde es aber wirklich immer besser. Und der letzte Schritt, wo ich sagen würde, seitdem bin ich irgendwie symptomfrei, also das war jetzt vor 2 Jahren, dass ich sage, okay, seitdem ist es wirklich konstant, war eigentlich wirklich auf mentaler Ebene. Also wo es dann nochmal so ein paar
Klicks und Aha-Momente gab es, wo ich gesagt habe, okay. Wow. Bevor wir die anschauen, kannst du noch Genau. detailliert sagen, nach dem Gespräch mit Daniel, was du noch so umgestellt hast in deiner Ernährung? Und dann würde ich gerne diesen mentalen Bereich anschauen, den du auch immer wieder auf Instagram auch erzählst, der einfach so wichtig ist. Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich auch ein paar Mängel einfach aufgefüllt. Also ich habe dann auch Zink und Selen supplementiert. Ich habe Calcium und Magnesium supplementiert, weil ich auch immer so Stellen auf den Nägeln hatte zum Beispiel, Ja. so weiße Stellen. Genau, dann habe ich eben Triphala genommen. Ich habe Kurkuma ganz viel auch integriert tatsächlich, also im Porridge und in der goldenen Milch. Also ich hatte ja von den Routinen hatte ich zu dem Zeitpunkt schon relativ viel umgestellt, aber ich würde sagen, ich habe es noch genauer und noch regelmäßiger einfach gemacht. Also eben, ich meine, das mache ich immer noch jeden Morgen, also Zunge schaben, Öl ziehen, die Klassiker warmes Wasser oder Ingwertee halt am Morgen, um wirklich die Verdauung in Schwung zu bringen. Und was da tatsächlich auch wichtig war, waren bei mir die Verdauungspausen einzuhalten, weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch, ja, einfach schon öfter mal so ein Snack oder so so eine Stunde vorm Mittagessen irgendwie schon auch so einen Riegel oder sowas, der eigentlich wo schon relativ viel drin war, gegessen habe. Das habe ich dann auch einmal komplett weggelassen und einfach wirklich so, sag mal, 3,5, 4 Stunden zwischen den Mahlzeiten auf jeden Fall gelassen. Und dann Und dann deine Mahlzeiten aus. Hast du da speziell auf Gluten verzichtet oder hast du dich vegan ernährt? Wie können wir uns das vorstellen? Das war überwiegend vegan auch, ja. Mhm. Wenig Weizen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also Frühstück war eigentlich schon immer Porridge, schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Der wurde immer besser oder immer nährstoffreicher auch, also weil ich halt immer mehr reingepackt habe und auch mit Toppings und so weiter. Ich weiß noch, der war halt am Anfang so richtig, also als ich noch nicht mit dem Ayurveda und so zu tun hatte, habe ich tatsächlich das auch schon gegessen, aber halt so ganz basic irgendwie, da war fast nichts drin. Und genau, das habe ich auf jeden Fall ein bisschen aufgepimpt. Und Mittagessen meistens tatsächlich einfach, wo ich das dann halt auch alles wusste, das wusste ich auch am Anfang gar nicht. Dieses klassische Wissen, so komplexe Kohlenhydrate, Proteine, Fettquellen, was gibt es da überhaupt? Finde ich auch so krass, dass ich das in der Schule oder sonst wo eigentlich davor nie so gehört habe. Mhm. Habe mir das dann halt immer so zusammengebastelt und halt eigentlich immer einfach viel Gemüse dazu. Und das war einfach, das hat mir gut geschmeckt. Und genau, und dann halt wirklich auch zu schauen, was bei mir wichtig war, wirklich die erdende Komponente reinzubringen, also Wurzelgemüse, einfach eher milde Kost, sage ich jetzt mal, und einfach viel Flüssigkeit, also auch in den Mahlzeiten einen gewissen Flüssigkeitsanteil zu haben. Ja. Fettquellen, also mit Ghee und ja, und andere gesunde Fettquellen, also pflanzenbasiert eben auch. Das waren einige Sachen letztendlich dann doch, die man dann irgendwie einfach noch regelmäßiger und noch genauer Mhm. integriert hat. Ja, Ja. genau. Und dann kam der Punkt von 2 Jahren. Was ist da Ja, passiert? ja, ich weiß nicht, dieser Moment ist mir irgendwie so hängen geblieben und deswegen denke ich irgendwie auch die ganze Zeit, dass es da wirklich, dass das so der Knackpunkt war, weil ich weiß noch, wie ich vorm Spiegel stand und das hatte ich ganz, ganz oft. Ich habe einfach permanent eigentlich so negative Gedankenspiralen gehabt. So, ich habe mir im Spiegel angeschaut und das Einzige, worauf ich mich fokussiert habe, waren einfach, dass immer noch diese roten oder trockenen Stellen im Gesicht sind. Und es hat sich halt durchgezogen. Ich hatte das halt schon immer. Das Erste, was ich geguckt habe, war, wie ist die Haut heute und wo ist es heute besonders schlimm? Was Mhm. kann ich da irgendwie versuchen zu überdecken? So, was ja schon krass ist. Und das ist mir dann das erste Mal so richtig bewusst geworden. Beziehungsweise habe ich mir halt eingestanden, dass ich permanent einfach nur gucke, okay, wie schlimm sehe ich heute aus im Endeffekt. Ja. Und das ist mir wie von Schuppen von den Augen gefallen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, also der einzige Weg, den du hast letztendlich, ist wirklich das zu akzeptieren. Das ist einfach ein Teil von dir. Das ist deine Haut. Du kannst daran jetzt gerade einfach nichts verändern und du bist trotzdem schön. Und das ist ja jetzt auch schon viel besser geworden und habe mir da halt echt regelmäßig einfach echt versucht, gut zuzureden. Und es war aber wirklich dann
ich stand da länger vorm Spiegel und es war irgendwie so eine tiefere Akzeptanz, die da stattgefunden hat, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, da jeden Tag gegen anzukämpfen. So, Wow. ja, Das war genau. bestimmt ein tiefer Moment, oder? Das kann man auch schwer beschreiben in Worte, was da passiert. Ja, schon, voll. Also auf jeden Fall. Das war so, ja, wenn dir das dann halt so auffällt, dass das eigentlich die ganzen Jahre so war und dann wird dir das so bewusst und ja, war auf jeden Fall so ein ausschlaggebender Moment, würde ich sagen. Ja. Mhm. Und dann kam irgendwie alles zusammen. Ich war irgendwie gut aufgestellt von der Ernährung, mit dem Ayurveda, mit meinem Mindset und dann, ja, das sind so die Komponenten, die ich mir da so über die Jahre zusammengesammelt habe und ja, die sehr viel gebracht haben. Ja. Und seitdem hast du keine Schübe mehr, oder wie? Ich habe nichts mehr. Es ist wirklich wie weggezaubert. Also es ist wirklich krass. Es hat dann angefangen auch, dass ich eben nicht mehr krank wurde oder mir halt irgendwie nicht mehr regelmäßig zumindest vielleicht einmal im Jahr was geholt habe. Aber viel gesünder, viel energetischer auch, also wirklich einfach eine Power. Und die Haut ist wirklich, ich habe keine trockenen Stellen mehr, nichts mehr, das juckt sogar. Hier, also hier hatte ich dann noch zeitweise, wenn ich so geschwitzt habe oder so, dass da angefangen hat zu jucken, habe ich auch nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, sogar, ich glaube, der letzte Winter oder auch der Winter davor waren so die ersten, wo ich selbst da dann nichts mehr hatte, weil das war dann oft noch, im Sommer war die Haut eh immer besser bei mir. Aber da war es dann tatsächlich das erste Mal auch im Winter gut, wo eigentlich immer schon die Trockenheit kam. Aber durch das ayurvedische Wissen konnte ich das halt dann auch voll gut ausgleichen, eigentlich in den Jahreszeiten jeweils. Hast du da dann mit Öl gearbeitet oder womit arbeitest du da? Ja, das war auch eine gute Umstellung auf jeden Fall, dass ich einfach viel mit Ölen gemacht habe. Also ich habe jetzt seit Jahren oder habe eigentlich immer mit Sesamöl angefangen, habe dann tatsächlich nur auf die feuchte Haut das pure Sesamöl aufgetragen. Also Das dich hat mir nicht abgetrocknet, sondern gleich das Sesamöl genau. Also eingefügt. vor allem im Gesicht mache ich das so, dass ich es wirklich ein bisschen feucht lasse, weil es zieht dann irgendwie nochmal besser ein auf jeden Fall. Und das hat mir extrem gut getan. Also gerade für diese trockenen Stellen, keine Cremes mehr, wo irgendwelche Inhaltsstoffe drin sind, sondern einfach nur dieses pure, reine Öl. Mhm. Und jetzt zum Beispiel ist es auch spannend, weil mir jetzt zum Beispiel das Sesamöl auch zu reichhaltig wird. Das ist das erste Mal, wo ich merke, okay, krass, die Haut, also ich habe mir das auch nie vorstellen können. Ich hatte das immer, wenn ich aus der Dusche gekommen bin, hat die Haut gespannt, alles war trocken, ich muss mich sofort einschmieren, sofort irgendwas drauf. Ja. Und das habe ich auch gar nicht mehr. Das ist wirklich, ich kann teilweise mein Gesicht waschen und muss nichts drauf machen. Da muss ich mich immer noch dran gewöhnen, weil ich das gar nicht kenne. Ja. Und jetzt einfach auch für den Sommer irgendwie so ein bisschen eine leichtere Pflege einfach brauche. Sowas wie Ja. Mandelöl, Jojobaöl oder Shea-Butter mag ich gerade auch richtig gerne zum Beispiel. Ja. Ja, genau. Es verändert Ja, sich. das finde ich so das Wunderbare im Ayurveda. Es geht ja darum, dass man sich selbst in sein Gleichgewicht zurückbringt. Ja. Und wie du jetzt sagst, du bist jetzt in deinem Gleichgewicht. Das heißt, die ganzen Treatments, die haben sich jetzt verändert. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass das, was einem am Anfang auf dem Gesundungsweg geholfen hat, dass das jetzt noch aktuell ist, wo sich die Konstitution verändert hat. Und das ist so schön an diesen Tests. Wie prüfst du regelmäßig deine eigene Konstitution? Schaust du dir auf die Zunge, auf deine Nägel? Wie machst du das in deinem Alltag? Mhm. Ganz unterschiedlich. Also ich glaube, ein großer Faktor ist auf jeden Fall die Verdauung auch. Also das habe ich damals auch gemerkt, dass man da überhaupt mal drauf achtet, auf die Verdauung, sich das mal anschaut, was da eigentlich, ja, was da jeden Tag so kommt. Das ist auf jeden Fall immer noch. In welchem Härtegrad oder nicht Härtegrad? Genau, ja. Gibt es sieben verschiedene, oder? Genau, ja. Ja. Und vor allem auch in welcher Regelmäßigkeit oder genau, also da gibt's ja, lernt man ja im Ayurveda auch ziemlich ausführlich darüber, weil das ja wirklich auch das A und O ist. Also
wenn du das, was du isst, halt nicht verdauen, nicht verwerten kannst, dann kommt es eben auch nicht an in den Zellen. Und das war tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt. So, und das ist auch immer das, wo ich so mit am meisten drauf achte oder so mein Indikator, wo ich einfach merke, okay, jetzt zum Beispiel skippe ich das Frühstück oder machst du kleine Anpassungen im Alltag, wo ich merke, oder ich brauche mehr Flüssigkeit, je nachdem, wie das dann eben ist. Und auf jeden Fall die Zunge auch, da schaue ich immer so ein bisschen, wo ist vielleicht gerade viel Belag. Also ich hatte das immer, dass es im hinteren Bereich immer eher mehr war, also auch Vata-Indikator. Genau. Spricht für Eben den auch mit den, Darm, ja. genau, mit den Verdauungspausen und so weiter. Und sonst läuft es eigentlich relativ intuitiv, würde ich sagen, mittlerweile. Also ich merke relativ schnell einfach, wenn ich nicht meine Routinen, so wie ich es jeden Tag mache, einhalten kann, weil die mir auch einfach extrem gut tun. Also ich brauche die einfach für mich, dass ich eben in meinem Gleichgewicht bleibe und ich eben, genau, das ist eigentlich, die Intuition, würde ich sagen, wurde halt einfach auch immer besser und immer stärker. Ja, ich sag immer, die Körperintelligenz, die aktiviert sich in dem Moment, wo wir uns unserem Grundnaturell annähern. Das genau. Unglaublich. Und wenn man das erste Mal, nachdem man jahrelang so krank war und wie bei uns, wo es schon in der Kindheit angefangen hat und man eigentlich gar nicht weiß, wer bin ich, wenn ich gesund bin, wenn man weiß es gar nicht mehr. Aber wenn das erste Mal eintritt, dann fängt man irgendwie an zu leben und denkt, okay, so fühlt sich Leben an, so kann ich mit mir arbeiten, wow. Ja. Voll, ja, perfekt beschrieben eigentlich, weil das ist so, wenn du den Zustand vorher nie hattest, ja, ich konnte mir das ja nie so genau, ich habe mir zwar immer gewünscht, aber ich konnte mir das halt so nie genau ausmalen, wie das ist, wirklich keine Hautprobleme zu haben. Und deswegen ist es, glaube ich, dann auch, wenn man mal in diesem Zustand ist, dann relativ einfach auch, also relativ einfach da zu bleiben, einfach weil man die Körpersignale ganz anders versteht, finde ich, drauf eingehen kann. Und wenn man so seine Mittelchen hat, wo man weiß, es funktioniert, dann ja. So, eine Frage brennt mir auch noch auf der Zunge. Ich habe gesehen auf Instagram, dass du eine Zeit lang versucht hast, den Selleriesaft zu trinken. Wie war das? War das schlimm? Ja, das ist auch cool. Da bin ich auch erst ziemlich spät drauf gekommen. Also da ging es mir dann, da war schon alles gut eigentlich. Jetzt tatsächlich durch dich auch bin ich da drauf gekommen, habe mich so ein bisschen damit beschäftigt und ich muss sagen, der hat mir jetzt auf jeden Fall nicht schlecht getan. Also ich mag den richtig gerne, also ich trinke den auch ab und zu ganz gerne, habe den mal so ein bisschen regelmäßiger integriert, aber da ich jetzt auch gerade einfach nicht so, ich sag mal, nicht so den Bedarf habe, da jetzt noch groß was umzuändern und ich das ehrlich gesagt aus ayurvedischer Sicht kommt halt auch wieder voll auf die Konstitution drauf an, finde ich. Es funktioniert, glaube ich, nicht bei jedem so gut, aber mir hat er auf jeden Fall geschmeckt und, glaube ich, auch auf jeden Fall gut getan, weil ich finde es dann schon auch immer ganz spannend, einfach an die Routinen, die man so hat, also so jeden Morgen Porridge einfach mal aufzubrechen und dann vielleicht doch einfach mal einen Selleriesaft und einen Smoothie zu trinken, gerade auch mit dem nicht Fett essen am Morgen, weil ich da schon auch immer Mandelmus in meinem Porridge reinrühre, ist aus meiner Sicht auch sehr angenehm. Also genau, also da echt ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, und den Heavy Metal Detox Smoothie habe ich auch ausprobiert. Der schmeckt gut auch, gell? Ja. Ja, und das Schöne am Heavy Metal Detox Smoothie, aber auch im Selleriesaft ist, dass er diese vielfältige Geschmackskomponenten hat, was ja im Ayurveda auch sehr wichtig ist, dass alle 6 Geschmacksrichtungen drin sind. Und man denkt beim Selleriesaft, wenn man mit dem anfängt, zum Beispiel, der ist nur bitter oder der ist nur herb oder der ist salzig. Und das ist das ähnliche Prinzip, wie du das vom Triphala beschrieben hast, dass eben das herausgekitzelt wird, was der Körper eigentlich braucht. Das heißt, wenn man ganz lange keine Bitterstoffe zu sich genommen hat, ist das so unglaublich wertvoll. Da kommt es nicht mal kurz auf die Konstitution drauf an, weil wir alle einen Bitterstoffmangel haben, weil die Bitterstoffe einfach rausgezüchtet worden sind aus den Früchten und Gemüse. Und deswegen ist es eigentlich für alle wichtig, aber ich sehe das auch so wie du, nicht zu jedem Zeitpunkt. Also es kann auch sein, dass jemand sich mit dem Selleriesaft heilt
und dann eine Zeit lang spürt, nein, jetzt brauche ich den nicht mehr, jetzt brauche ich eine andere Hydrierung am Morgen, wie Gurkensaft oder einen anderen Smoothie. Genau. Und Ja. was noch dazu kommt, ist, dass wir diese starken Jahreszeitenwechsel haben. Das heißt im Winter, dass man wirklich schauen darf, dass man Wärme zu sich nimmt. Ich habe dann immer in meiner Heilphase mit dem Selleriesaft, mache ich so, dass ich den wirklich warm abwasche. Also ich trinke den warm, aber natürlich nicht heiß, jetzt nicht gekocht. Aber weil ich auch so einen starken Vateranteil in mir habe, ist das so super wichtig. Oder auch den Heavy Metal Detox Smoothie. Ich trinke den auch warm. Mhm. Ja, voll. Genau, einfach so, um da wirklich diese Konstitution auch ernst zu nehmen und mir das zu geben, was ich brauche. Genau, und das ist eben dann das Schöne, finde ich, weil das mache ich zum Beispiel mit all meinen Smoothies auch. Also wenn ich wirklich mal Lust habe auf einen Smoothie, dann sage ich, dann ayurvedisiere ich den quasi immer. Also ich trinke den auch immer warm, weil das war auch sowas, was bei mir extrem wichtig war, dass ich einfach auf die Wärme geachtet habe. Also wirklich warme Mahlzeiten, warme Getränke waren bei mir so wichtig. Mhm. Und dann einfach ein paar Gewürze vielleicht noch dazu und vielleicht nicht zu viele verschiedene Obst und Gemüse. Gibt es ja auch so ein paar Tricks und vielleicht einfach erst ein bisschen später, wenn das Verdauungsfeuer schon stärker ist und solche Sachen. Aber das mit dem Selleriesaft finde ich auch so weit mega spannend, einfach weil da der Fokus auf die Leber eben nochmal geht. Und das fand ich auch, das ist dann nach dem Ayurveda auch nochmal so dazugekommen bei mir, dass man wirklich schauen muss, dass man die Leber unterstützt, eben mit den Bitterstoffen, was du gesagt hast, weil das auch so ein großer Bestandteil von Agni, also von dem Verdauungsfeuer ist. Ja. Und gerade auch bei der Haut einfach ein Riesenthema ist. Ja. Ja. Ja, und das finde ich auch so schön an der Philosophie von Ayurveda, dass es eben nicht eine Gesetzlichkeit ist, sondern sie geht wirklich mit dir. Und deswegen ist sie so anpassbar an die Moderne. Dass Dinge wie die Milch, die einmal für heilig gegolten haben, wenn man sie jetzt nochmal wirklich anschaut, an die Ansprüche, die Ayurveda an Lebensmittel stellt, die dann durchfällt, zum Beispiel. Das ist so spannend, auch zu sehen, okay, jetzt mit diesen ganzen neuen Virenbelastungen oder Schwermetallen oder Abgase, die wir einatmen, das war ja irgendwie vor 300 Jahren noch nicht so Thema. Ja, und jetzt ist das Thema und deswegen dürfen wir dann ja noch mehr uns auf die Leber fokussieren, so wie du es gesagt hast. Ja, ja. Ja, da ist Ayurveda echt irgendwie Gold wert von der ganzen Philosophie, die dahinter steckt. Also mir hat das auch einfach extrem viel geholfen, diese Individualität auch zu verstehen, also wirklich zu begreifen, dass halt wirklich für jeden was anderes gut ist letztendlich. Also klar, es gibt so in so einem gewissen Rahmen, sage ich mal, aber es ist letztendlich, jede Konstitution ist so unterschiedlich und dass es eben auch nicht nur auf körperlicher Ebene passiert. Auch wir hatten ja auch in der Ausbildung ganz viel eben emotionales Essen, Emotionen, die auch verdaut werden wollen, all das, was da noch so dahinter steckt. Und eben mit den Jahreszeiten und da steckt irgendwie so viel drin. Sehr, sehr schön. Das ist so das Schöne, was Krankheit mit sich bringt, dass man auf diesem Genesungsweg so nah sich selber kommt, wie man eigentlich nie gekommen wäre, dass man sich so reflektieren darf, so viel kennenlernen darf. Wie reagiere ich darauf? Wie hat sich mein Geist manifestiert die Jahre? Und da möchte ich auch nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, mental hast du auch noch viel gemacht. Vielleicht noch so abschließend. Kannst du uns da noch mit reinnehmen, was das für dich bedeutet, mentale Arbeit und wie das ganz konkret aussehen kann? Voll. Also für mich war das am Anfang, wie du sagst, auch wie so eine bisschen neue Welt eigentlich, dass man einfach den Zugang zu sich selber oder überhaupt diese Beschäftigung mit sich selber, weil wir sind ja eigentlich, oder ich war auch ganz lange einfach nur immer im Außen und habe im Endeffekt halt auf das Außen reagiert. Und ich bin aber halt auch zum Beispiel ein Mensch, sehr sensibel, sehr, sag mal, ich reagiere sehr stark auf die Umwelt oder auf das, was eben im Außen passiert und nehme mir das auch immer sehr stark zu Herzen und all diese Sachen. Und da hat es einfach extrem geholfen, wirklich auch einfach Ruhemomente, Pausen für mich zu haben. Das habe ich auch ganz lange einfach nicht gemacht.
mir wirklich diese Zeit für mich zu gönnen, zu verstehen auch, dass ich was heißt anders, aber dass ich halt einfach so funktioniere, dass ich halt nur quasi Energie rausgeben, also ich kann sehr viel Energie rausgeben, aber ich brauche dann eben auch meine Zeit, wie ich es wieder auftanke. Und das allein irgendwie zu verstehen, wie man da tickt, war für mich halt Gold wert. Bin ich auch ehrlich gesagt durch Yoga drauf gekommen, oder ich glaube, Yoga hilft einem da so ein bisschen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und Meditation. Also Meditation ist mittlerweile auch echt ein fester Bestandteil und würde ich auch wirklich jedem empfehlen, sich da in irgendeiner Form ranzutasten. Also es muss ja gar nicht sein, dass man sich hinsetzt und irgendwie eine Viertelstunde in Stille da sitzt, sondern es kann ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren. Und gerade wenn man am Anfang weil so viele immer sagen, ja, Meditation ist nichts oder das fühlt sich so schwer an, gerade dann sollte man eigentlich damit weitermachen, weil das war auch bei mir. Die Gedanken haben sich gekreist und so weiter, aber es gibt ja einfache Wege, wie man anfangen kann. Es können auch nur ein paar Minuten sein, geführte Meditationen oder auch einfach Dinge, wo man in so einen, sag mal, Flow-Zustand kommt. Es kann auch ein Waldspaziergang sein, ganz egal. Einfach, wo du in einen guten Kontakt mit dir selber kommst. Und dann einfach wirklich in diese Vogelperspektive zu gehen, zu beobachten, auch am Ende vom Tag einfach vielleicht mal Revue passieren lassen, was so über den Tag verteilt eigentlich passiert ist, wie habe ich mich dabei gefühlt. So ganz einfache, banale Sachen eigentlich, die wir halt oft nicht machen, weil wir keine Zeit dafür haben, weil der Tag stressig ist. Auch zwischendrin, wenn man irgendwie auf der Arbeit ist oder so, wirklich sich kurz mal hinsetzen, Füße auf den Boden, durchatmen, weil ganz oft merkt man das in der Situation gar nicht, dass man extrem angespannt ist oder was gerade abgeht eigentlich. Und ich finde, das einfach ist extrem wichtig, dass wir da irgendwie versuchen, einfach den Zugang zu uns selber zu stärken und uns eben gegebenenfalls auch eben Pausen einräumen, Ruhe und so weiter. Also ja, weil sonst hat man, weil das Wichtige ist eben, dass man so nach und nach diesen Zugang zu diesem, ich sag mal, unterbewussteren Teil bekommt, weil ja ganz viel sind wir immer im Bewussten, im rationalen Denken, wir müssen irgendwie funktionieren, reagieren, wie auch immer. Und da schlummert aber das meiste halt in dem Teil, wo wir halt nicht offensichtlichen Zugang dazu haben, sondern was halt eher so ein bisschen automatisiert und unterbewusst passiert und das auch bei Hautkrankheiten extrem, dieser Teil, weil ja ganz oft eben schon das ganze Leben lang einen begleitet und dadurch halt ganz viel auch automatisiert ist, wie zum Beispiel die negative Gedankenspirale vom Spiegel. Das habe ich einfach mein ganzes Leben lang so gemacht im Prinzip. Und ja, genau. Ja, so wertvoll, diese zu durchbrechen und in diese Vogelperspektive zu gehen und die Reflexion und Pausen. Ja. Das ist echt, ich sage immer wieder, also nach der Ernährungslehre von Anthony William gibt es ja diese gewissen No-Foods, die man eben nicht essen soll, weil sie Viren füttern. Aber ich sage immer, das größte No-Food ist eigentlich Stress. Ja, wirklich. Ja, absolut. Es ist immer so ein heikles Thema, weil wenn man sagt so, ja, reduziere deinen Stress, dann sind schon alle so, ja, ich habe keinen Stress, ich bin nicht gestresst und so, das habe ich auch jahrelang, habe ich auch immer gesagt, ja, eigentlich ist doch alles gar nicht so stressig, aber halt schon, weil es sind einfach nicht deine Termine oder ob du einen vollen Tag hast, du kannst auch gestresst sein an einem Tag, wo du einfach nichts zu tun hast, einfach weil du sabotierende Gedanken hast oder dich selber ständig, also dir irgendwelche Geschichten erzählst, weißt du? Und das lässt ja auch Stresshormone produzieren. Also auch dieses Verstehen, dass ja jeder Gedanke letztendlich ein Gefühl im Körper oder eine körperliche Reaktion einfach auslöst und Stresshormone produziert, wenn die Gedanken eben entsprechend sind. Aber ja, das ist auch einfach ein Riesenthema und vor allem bei Neurodermitis. Also da ist eigentlich kann man davon ausgehen, dass wirklich dieser mentale Teil einfach sehr, sehr wichtig ist. Und es hat immer irgendwie eine psychosomatische Komponente, sage ich jetzt mal, wo man einfach mit der Ernährung dann teilweise an Grenzen kommt. So. Mhm. Ja.
Wow, so wunderbar. Vielen Dank, dass du uns reingenommen hast in deine Geschichte. Sehr gerne. Und ja, diese ganzen Erfahrungen und auch Tiefpunkte, die man so erlebt und diese hohen Flüge dann und dass man so ganz anders mit dem eigenen Körper umgeht, ob jetzt auf der Ernährung oder auf der mentalen Ebene. Vielen, vielen herzlichen Dank dir. Ja, sehr gerne. Danke fürs Gespräch. Ja, und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich möchte das nochmal aufgreifen, was die Luzi gesagt hat mit dieser Vogelperspektive. Ich denke, es lohnt sich immer, wenn wir uns rauszoomen aus dem Alltag und das einfach mal von oben betrachten. Was mir auch total hilft, ist mir zu überlegen, was würde ich jetzt meiner besten Freundin raten? Würde ich wirklich ihr sagen, hey, sei so streng zu dir und denk so über dich, weil das würde ich nie im Leben tun. Und ich glaube, dass wir einfach unsere eigene beste Freundin werden dürfen oder unseren eigenen besten Freund. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und dann bis zum nächsten Video. Ciao!